Hallo meine Lieben, ich bin zurück aus Stuttgart. Das war ja ein kleiner Ausflug und an der Stelle wollte ich mich auch ganz herzlich bei Desiree bedanken, dass sie mich begleitet hat und natürlich auch bei all denen, die mich an der Messe angesprochen haben. Das hat mich wirklich super gefreut, ein paar von euch auch mal persönlich zu treffen. Und ein ganz spezielles Hallo geht auch an Melli, weil ich habe mich wirklich gefreut, dich endlich nach all diesen Jahren persönlich zu treffen. Heute geht es logischerweise nicht um die Messe. Ich habe mir zwar ein paar Sachen gekauft und die werde ich euch natürlich auch zeigen. Aber heute gibt es endlich wieder ein Laservideo. Und zwar wollte ich euch zeigen, wie ihr Lederpatches lasern könnt. Die sind von X2 selber und was ihr dabei beachten müsst. Und natürlich kommen wir auch ein kleines bisschen noch dazu, was im neuen Release auch drin ist. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Bevor wir hierzu kommen, ich habe gerade noch gemerkt, dass ich etwas vergessen habe, was ich eigentlich am Anfang sagen wollte. Das Wichtigste eigentlich. Ich sag's euch, es wird nicht besser mit dem Alter. Der Ausflug nach Stuttgart, der war eigentlich von Andrea vom Kreativchalet und mir zusammen geplant. Und wir wollten da eben gemeinsam hin, aber sie wurde krank und konnte deshalb nicht mitkommen, was extrem schade war. Aber ich wünsche dir, liebe Andrea, auf diesem Weg ganz gute Besserung und wir holen sowas in Zukunft natürlich noch nach. So, jetzt aber zu den Patches, zum eigentlichen Thema von heute. Und ich mache das für mich so, für mich ist das Lasern auch noch ziemlich neu und deshalb verwende ich sehr gerne die Materialien von Xtool selber, weil dann weiß ich, die sind fürs Lasern geeignet und damit sollte das Ganze wirklich funktionieren. Ich habe hier zwei Varianten. Das eine sind runde schwarze Lederpatches, die dann dort, wo es gelasert wird, Silber hervorkommt. Und dann habe ich noch Rechtecke, braune, und da kommt auch Silber hervor. Da gibt es auch noch andere, aber ich fand die so cool, ich wollte unbedingt diese beiden haben. Na, das ist der schwarze hier und das ist der braune. Und hinten drauf haben sie einen 3M-Kleber. Jetzt, bevor ich da jeweils loslege, mache ich das jeweils so, und das ist das gleiche wie beim Plotten. Wenn ihr mit einem Material zum ersten Mal plottet, dann macht ihr ja Testschnitte. Und wenn ich ein neues Material verwende, dann mache ich das so, dass ich zuerst eine Testgravur mache oder ein Testraster mache, damit ich sehe, was am besten funktioniert. Weil Xtool selber, da habt ihr ja jeweils die Karte mit dabei und hier steht jetzt zum Beispiel beim 10 Watt Diodenlaser, dass man da fürs Bitmap Engraving eine Stärke von 15, die Geschwindigkeit 110 und Density, das sind die Linien, von 220. Und das ist bei beiden gleich. Und was ich dann gemacht habe, ich bin ein kleines bisschen, also ich habe variiert. Sagen wir es mal so. Wo haben wir einen Schreiber, damit ich es euch zeigen kann. Ich habe hier Vierecke gemacht und hier oben ist die Power, das heißt die Stärke. Da habe ich bei 5 gestartet, 10, 15, 20, 25. Und hier auf der Seite habe ich die Geschwindigkeit 100, 110, 120, 130, 150, 175. Und ihr seht, sie hatten gesagt 15, 110. 15 ist hier, 110 ist hier. Das ist das Ergebnis. Was für mich jetzt nicht optimal ist, sondern ich habe jetzt bei den Tests, die ich gemacht habe, gemerkt, eine Power von 10 und eine Geschwindigkeit von 120 bekomme ich das Resultat, was ich eigentlich gerne haben möchte. Und ich habe eben
die Linien 220. Das heißt, ich mache mir jeweils diese Infos dazu. Das heißt, hier die Geschwindigkeit, die ich gewählt habe, hier die Stärke, die ich gewählt habe, und oben steht dann Rastergravur Test M1, Lederpatches, X-Tool, Linien 220. Einfach damit ich dann später noch weiß, was ich hier eigentlich genau getestet habe. Na, so sieht es aus. Und für mich ist eben hier dieses Feld 120 und 10. Das wird es sein. Jetzt gucken wir uns das andere an. Da habe ich genau dasselbe gemacht. Und je nachdem, wenn es drauf leuchtet, sieht es aus, als ob die alle gleich wären. Aber wenn es dann nicht mehr so drauf leuchtet, seht ihr durchaus einen Unterschied. Das heißt, das ist ein anderes Silber als das hier oben. Jetzt gucke ich mir an, was mir am besten passt. Und ich würde auch hier sagen, ich gehe auch hier mit den 120 und 10. Dann habe ich beide gleich. Und weiß, für die Lederpatches werde ich mit diesen Einstellungen fahren. Ihr könntet hier sogar, wenn ihr was habt, dann unterschiedliche Einstellungen machen. Na, wenn ihr einen Spruch habt, wo ihr ein Wort speziell hervorheben wollt, dann könntet ihr hier die Einstellung für dieses Wort anders machen und der Rest hier zum Beispiel mit 5% gehen. Also dass es ein bisschen ein anderes Silber hat. Das könnt ihr natürlich auch machen. Das Thema Testraster, wie ihr sowas erstellen könnt und ja, noch viel mehr Infos dazu, da werde ich euch ein separates Video dazu machen, weil ich das Thema wirklich wichtig finde und es hilft dann halt einfach Nerven zu sparen. Ich muss jetzt hier je eins opfern, aber das ist mir lieber, als wenn ich jetzt x-mal versucht hätte, irgendwie eine bessere Einstellung hinzubekommen. So habe ich einmal gelasert. Dieser Test in der Größe hat jetzt 20 Minuten für eins gedauert. Dafür weiß ich jetzt aber, was für Einstellungen ich wählen will. So, ich werde heute in diesem Video eben zwei solche machen und ich habe zwei Motive von Creative Fabrica und die gucken wir uns kurz auf dem PC an und dann werde ich die lasern. Und wenn ihr euch fragt, für was braucht man denn sowas? Mein Ziel ist es, dass entweder für Hüte primär oder für Taschen finde ich das auch extrem cool, wenn man dann hier so was Gelasertes auf eine Tasche aufbringen kann. Ich werde mich da, also der Kleber, zeige euch das noch kurz, also zeigen, ich kann euch die Klebekraft nicht zeigen, aber also es ist ein 3M Kleber, der klebt schon richtig gut, aber auf einer Tasche, die sich dann halt auch bewegt, da werde ich das sehr wahrscheinlich dann so machen, dass ich von Hand, weil durch den Kleber durch will ich ja nicht mit der Nähmaschinennadel durch, aber dass ich das von Hand nochmal abnähe, genau da, wo die Stiche jetzt schon sind und das so an meine Tasche dann, die ich eben auch selber genäht habe, dann das dran nähe. So, jetzt gucken wir uns die Designs an. Respektive, bevor wir zu den Designs kommen, wollte ich euch ja noch kurz das wegen dem Update sagen. Es gab vor kurzem einen Update und wenn ihr den Creative Space öffnet, dann wird euch das auch angezeigt, ob ihr da den Update machen wollt. Und wenn ihr das öffnet, dann habt ihr hier einen Text. Es wurde eine neue Version gefunden, Version 1.2.14. Wir empfehlen, diese Version zu aktualisieren und dann heißt es auch, was darin enthalten ist. Und dann könnt ihr hier auf Einzelheiten, können Sie dann wöchentlichen Aktualisierungen entnehmen. Da könnt ihr draufklicken. Und wenn ihr dann in diesen Update drinne seid oder Update-Infos in der X-Tool Community, dann könnt ihr hier auch, steht, ne, schauen Sie sich die Details an, dann könnt ihr hier drauf gehen zu diesem Software-Update und dann kommt ihr auf die Seite, wo das alles im Detail erklärt wird. Das erste ist, dass ihr präziser einzelne Pfade auswählen könnt. Vorher war es immer so, dass ihr, sobald ihr irgendwo nahe an eine Linie gehen wolltet, ihr habt jetzt hier vorhin gesehen, ne, er versucht eigentlich hier die violette Linie zu erwischen, aber
da der Rahmen von dieser Linie hier drüber hinausgeht, erwischt er immer die. Und da haben sie was geändert und jetzt ist es wesentlich einfacher, wenn man nahe zu einem Pfad kommt, dass man da das auch schön auswählen kann. Und das muss man aber aktivieren. Das heißt, wenn ihr bei euch in die Einstellungen geht, dort wo ihr auch die Einheiten angebt, da ist unter dem Auto-Snapping, könnt ihr Precise Vector Path Selection, könnt ihr da aktivieren. Das ist das. Dann, was auch neu ist, es hat eine Invert-Funktion, dass ihr bei den Bildern, dass ihr die direkt quasi, alles was weiß ist schwarz, alles was schwarz ist weiß macht. Das ist eine super Sache. Und das, wo ich extrem darauf gewartet habe, ist, dass ihr neue Texte, die zusammenhängende Buchstaben haben, dass ihr die verschweißen könnt im Tool drin. Weil ich musste es vorhin immer so machen, dass ich, wenn ich solche Texte hatte, habe ich die dann irgendwo außerhalb vom Creative Space quasi schon so erstellt und die dann als SVG eingefügt. Neu könnt ihr wirklich die Texte verschweißen. Das zeige ich euch nachher noch kurz. Hot Query Reference gehe ich nicht drauf ein. Announcements. Es kommt jeweils so ein Fenster, wenn ihr in den Creative Space reingeht. Da könnt ihr jeweils auch ganz unten hat es ein Häkchen, was ihr setzen könnt, um den für 7 Tage sind es, glaube ich, wo man den mal auf still setzen kann. Zoom neu bis auf 4000% von bisher 1000%. Fixed Bugs, da gehe ich jetzt auch nicht drauf ein. Aber ihr seht, für mich so ziemlich das Wichtigste ist hier dieses Wörter verbinden. Gucken wir uns das kurz an. Das heißt, ich mache hier einen Text, mache den ein bisschen größer. Wir nehmen hier gleich mal die liebe Andrea. Und jetzt will ich den Text, da nehme ich eigentlich immer dieselbe Schrift, weil ich gerade weiß, dass ich da Glyphen habe. Und das ist Hard Love. Was hier? Jetzt, wenn ihr euch das anguckt, seht ihr, dass hier also quasi jeder Buchstabe hat hier eine Untertrennung. Und das würde er dann beim Lesern quasi berücksichtigen. Neu habt ihr aber hier dieses Welt. Das mache ich gleich, aber ich will euch auch kurz zeigen, wie ihr Glyphen einfügt. Wenn ich jetzt das A nehme, ich gehe auf die Schriftensammlung, habe hier Hard Love ausgewählt, dann will ich beim A, will ich das hier, sage kopieren und dann muss ich hier das A markieren und sage Ctrl V oder auf dem Mac Command V und dann seht ihr, wenn ich das kleiner mache, dass ich hier die Glyphe habe. Hier oben könnt ihr es nicht mehr erkennen, aber hier seht ihr dann, dass ich die Glyphe habe. Ich mache das kurz größer, damit ihr jetzt das Welt auch noch seht. Na, jetzt ist eben alles unterbrochen und wenn ich jetzt sage Welt, seht ihr, dass diese Unterbrechungen weg sind und ich einen zusammenhängenden Text habe. Das finde ich extrem cool. Das war das, was ich euch zu den Updates noch sagen wollte und jetzt gehen wir zu den Designs rüber. Ich habe hier 2 eben von Creative Fabrica. Das eine, mal gucken, das hier mache ich aufs Runde und das muss ich kurz gucken, wie groß ich da überhaupt gehen kann. Ich versuche es mal mit der Breite von 6, also 60 mm. Dann sind wir in der Höhe von 50, wird ein bisschen knapp. Ich gehe auf 50, 42, das passt. Das hier wird eben beim Runden sein und das setze ich jetzt eben auf, was haben wir jetzt? Beim Strom sage ich eine 10. Bei der Geschwindigkeit sage ich eine 120. Durchgang nur einer und Linien per Zentimeter nehmen wir die 220.
Bidirektional habe ich auch drin. Messen tue ich nachher, sobald ich den an den Laser angeschlossen habe. Das wird das erste sein und beim zweiten haben wir natürlich auch dieselben Werte. Da waren es 10. Hier hat man 120. Upsi. 120 würde ich sagen. Und die Linien auch die 220. So. Jetzt muss ich das noch kurz gucken, ob ich das kopiert habe. Ja, wunderbar. Und da muss ich mir die Größe jetzt auch noch angucken. Da wird eher die Höhe das Problem sein. Ich sag mal 40. Upsi, hier. Hier waren es 40. Das ist ein bisschen sehr klein. Moment. Ich muss kurz testen, welches Design besser ist. Wenn ich hier sage, von der Höhe 40, sieht das gar nicht so schlecht aus. Und hier war 50, glaube ich, maximal. Ja, ich glaube, ich mache so. Löschen wir das. Dann wird das hier das braune, längliche und das hier wird das runde, schwarze. Jetzt fange ich mit dem braunen an, das heißt, ich lasse das hier. Und was ich jetzt dann gleich mache, wenn ich den Laser einschalte, ist zuerst einmal die Automessung machen. Und ich platziere dann den Lederpatch oder das Element, was ich lasern will, immer oben. Die Kamera ist oben fast in der Mitte. Die seht ihr auch, wenn ihr da so ein bisschen drunter guckt. Und ich gehe da quasi praktisch an die Linie vom Metallbrett, wo ich das Ganze drauf lege, aber eben mittig, also direkt unter der Kamera, weil dann sehe ich am besten, wie ich das platzieren muss. Das ist das eine. Das andere ist, ich werde mit dem Air Assist arbeiten, deshalb werde ich den Lederpatch oder beide Lederpatches dann jeweils mit ein bisschen Malerkrepp festkleben, natürlich nur an Stellen, wo ich weiß, dass der Laser da dann nicht drankommt oder dass er da nicht lasern wird. Und vielleicht auch zu den Einstellungen, also ich habe euch jetzt die gesagt, die ich gewählt habe, die bei meinem Test funktioniert haben, aber guckt es wirklich mit eurem eigenen Laser an, weil das ist so dermaßen abhängig davon, was für ein Material ihr verwendet, wie abgenutzt euer Laser bereits ist, wie verschmutzt er ist, ob ihr ein Air Assist verwendet oder nicht, ob ihr das Ganze noch irgendwie erhöht. Also das sind ganz viele Faktoren, von dem her guckt es euch wirklich für euch selber an, macht diesen Testraster, damit ihr dann wisst, wie ihr das am besten lasert. Aber eben, ich verwende die Einstellung, die ich euch eben gerade gesagt habe und werde dann das eben hier oben platzieren und dann auf Bearbeiten gehen und dann trotzdem aber noch den Rahmen einmal abfahren, damit ich sehe, ob ich das wirklich richtig platziert habe. Und dann kann ich eigentlich schon starten mit dem Lasern. Another time, another bed. No matter what I do,
hier haben wir die Resultate. Ich muss sagen, es ist absolut der Hammer. Sieht so cool aus. Glänzt auch wunderbar, je nachdem, ne, wenn es gegen das Licht ist. Absolut lesbar. Und das Coole ist, also ihr seht das jetzt nicht, aber man spürt es tatsächlich auch, ne, dass es ein Teil weggelasert hat. Das hat ungefähr 15 Minuten gedauert. Und übrigens, ne, das hier ist gedacht für eine Tasche. Und ich fand halt einfach, ne, von wegen sind die inneren Werte, die zählen, fand ich für eine Tasche halt einfach extrem cool. Und das zweite ist, Crafting is my therapy, ne? Basteln ist meine Therapie. Das ist gedacht für auf einen Hut bei mir. Und ihr seht dadurch, dass ich das wirklich nah an der Kamera platziert habe, fällt das Platzieren dann tatsächlich auch einfach. Also es geht relativ gut, das dann auch so zu platzieren. Bei dem hier hatte ich zuerst die Klebestreifen oben und unten, war mir dann aber nicht sicher, ob das wirklich reicht und deshalb habe ich die dann auf die Seiten gesetzt. Und hier war es kein Problem von den Streifen. Aber ihr seht, na, die Resultate sind wirklich hammermäßig. Und das ist halt eben das Schöne, wenn man es vorher getestet hat und weiß, welche Einstellungen man am besten verwendet, dann hat man dann eben auch die perfekten Resultate. So, das war das, was ich euch heute zeigen wollte, eben wie ihr die Lederpatches von Xtool lasern könnt und die dann für eure Projekte verwenden könnt. Das war's auch schon für heute. Ich hoffe, euch hat diese Idee gefallen, dass euch das Video gefallen hat und dass es vor allem auch hilfreich war für euch, dass ihr da Lust habt, das selber auszuprobieren und natürlich auch, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!